Deutsch lernen durch Hören. Tiergarten. Daniel und Lia gehen heute zusammen in den Tiergarten. Daniel will sicher immer alle Tiere anschauen, aber Lia ist nach 2 Stunden immer schon müde. Heute hat sie ihm versprochen, dass sie den ganzen Tag dort verbringen. Gleich beim Eingang sind die Koalas. In einem kleinen Häuschen schlafen sie. Vor kurzem haben 2 ein Baby bekommen. Das Baby ist klein und süß. Das ist der perfekte Einstieg. Weiter geht es zu den Zebras, zu den Elefanten und den Löwen. Zu Mittag machen Daniel und Lia eine kleine Pause. Sie kaufen sich Pommes und setzen sich auf eine bunte Blumenwiese. Die Sonne strahlt und Lia ist auch glücklich. Daniel freut sich, dass seine Freundin mit ihm diesen Ausflug unternimmt. Dann gehen sie weiter. Und siehe da! Da sind endlich Daniels Lieblingstiere. Es sind keine Pinguine und keine Tiger. Es sind Flamingos. Die sind so schön bunt und es ist lustig, wenn sie immer auf einem Bein stehen. Lia beobachtet zusammen mit Daniel die Flamingos fast 1 Stunde lang. Können wir das nächste Woche wieder machen? Fragt Daniel, als sie nach Hause spazieren. Lia lacht laut. Sagen wir doch in einem Monat. Strandurlaub. Wieso muss ich meinen Koffer immer im letzten Moment packen? In 2 Stunden fährt bereits der Zug in den Norden ab und noch immer habe ich nicht alles in meinem Koffer. Gestresst komme ich 5 Minuten vor Abfahrt am Bahnhof an. Doch meine beste Freundin Nina nimmt es mir nicht übel und begrüßt mich mit einer Umarmung. Sie hat für uns sehr viel Essen gekauft, das wir im Zug auffuttern können. Zusammen suchen wir uns einen gemütlichen Platz im Zug und schon geht es los an die Ostsee. Nach ein paar Stunden im Zug kommen wir an. Als erstes suchen wir unser kleines Hotel. Es ist sehr gemütlich und am liebsten wollen wir uns in das Bett legen, doch da gibt es noch etwas Wichtiges, das wir heute machen wollen. Nach einem kurzen Spaziergang kommen wir am Strand an. Es ist windig und Sand wird uns in das Gesicht geblasen, doch trotzdem ist es angenehm warm. Überall stehen Strandkörbe entlang des Meeres und das Meer ist hier anders als im Süden, doch mindestens genauso schön. Hier ist es ruhig, hier ist es nicht so heiß, hier ist es menschenleer. In diesem Moment bin ich mir sicher, dass Nina und ich hier den schönsten Urlaub verbringen werden. Kaffee und Kuchen. Heute haben sich Verena, Christoph und Carola zu Kaffee und Kuchen verabredet. Die 3 Freunde sind Nachbarn und treffen sich einmal in der Woche, um Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Das ist eine Tradition in Deutschland. Mit Freunden verabredet man sich regelmäßig am Nachmittag auf Kaffee und Kuchen. Heute treffen sich die 3 Freunde bei Carola.
Das bedeutet, Carola muss einen Kuchen für ihre Freunde backen. Doch darin ist sie sehr schlecht. Sie macht den Teig und gibt ihn in den Ofen. Als er fertig ist, kostet sie ihn. Und oh Graus, er schmeckt schrecklich. Nun ist es auch zu spät, um noch einen Kuchen in der Bäckerei zu kaufen. Als ihre Gäste an der Haustür klingeln, erzählt Carola gleich von ihrem Missgeschick. Christoph lacht über sein ganzes Gesicht und sagt: »Kein Problem, ich habe zufällig heute einen Kuchen gebacken.« Die Freunde lachen. Christoph hat geahnt, dass der Kuchen von Carola nicht gelingen wird und hat zur Sicherheit einen selbst gebacken. Zusammen setzen sich Verena, Christoph und Carola an den Tisch und trinken guten Kaffee von Carola und essen feinen Marmorkuchen von Christoph. Sie quatschen über ihre Woche und tauschen Neuigkeiten aus. Typisch für Kaffee und Kuchen in Deutschland ist auch, ein wenig Klatsch und Tratsch muss sein. Gartenparty. Ich bin sehr aufgeregt. Seit ein paar Monaten wohne ich in einer neuen Wohnung, die sogar einen kleinen Garten hat. Heute ist es zum ersten Mal in diesem Jahr richtig warm. Deswegen habe ich alle meine Freunde zu einer Gartenparty eingeladen. Zusammen mit meinem Freund tragen wir als erstes alle Stühle auf die kleine Wiese und holen auch noch einen zweiten Tisch. Ich hänge ein paar bunte Girlanden auf. Dann geht es schon ans Wichtigste: das Essen. Während ich in der Küche stehe, fährt mein Freund in den Supermarkt und kauft Getränke. Es gibt Limonade, Bier und Wein. Zu Hause mache ich verschiedene Soßen und bereite Kartoffeln für den Ofen vor. Außerdem backe ich ein Brot. Schließlich gehe ich in den Garten und heize den Grill an. Langsam kommen alle Gäste. Sie bringen Salate und Kuchen. Wir hören Musik und lachen laut. Gemütlich sitzen meine Freunde in den Sesseln und schauen mir, der Grillmeisterin, zu. Ich gebe Burger und Gemüse auf den Grill. Alle zusammen genießen wir die Sonne. Schließlich setzen wir uns gemeinsam an den Tisch und essen das Festmahl. Es schmeckt echt lecker. Auch der Abend und die Nacht sind warm. Meine Freunde bleiben bis nach Mitternacht bei uns. Das war eine perfekte Gartenparty. Naturschutzgebiet. Jonas und Ingrid fahren heute in ein Naturschutzgebiet, um dort zu wandern. Als sie ankommen, sind sie beeindruckt. Der Wald vor ihnen ist grün und wunderschön. Sie nehmen die Rucksäcke aus dem Auto und schon starten sie ihre Wanderung. Ihr Ziel ist ein kleiner See, der in der Mitte des Parks liegt. Die Vögel singen sehr laut. Jonas liebt die Tiere und schaut durch sein Fernglas. Wow! Sofort sieht er einen sehr seltenen Vogel. Naturschutzgebiete schützen Tiere und Pflanzen. Er ist ein besonderer Ort, wo es nur wenige Menschen gibt. Es gibt keine Häuser, nur Natur. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man in diesen Parks auf Regeln achtet. Zum Beispiel darfst du die Wege nicht verlassen und musst deinen Müll mitnehmen.
Die Tiere und Pflanzen sollen in Ruhe leben können. Ingrid und Jonas wandern weiter. Bald kommen sie an den See. Es ist so ruhig. Es gibt keinen Lärm von Autos und keine laute Musik. Im See sind viele Fische zu sehen. »Können wir schwimmen?« fragte Jonas Ingrid. »Heute ist ein sehr warmer Tag.« Sie schüttelt ihren Kopf. Man darf in Naturschutzgebieten nur schwimmen, wenn ein Schild sagt, dass es okay ist. Ich sehe keines. Nachdem sie noch weitere Vögel und die Fische beobachtet haben, machen sie sich auf den Rückweg. Die Ruhe in einem Naturschutzgebiet ist einfach unglaublich. Ingrid und Jonas werden wieder zu diesem See kommen. Die Lieblingsspeise: Sauerkraut. Endlich gibt es heute wieder meine Lieblingsspeise: Sauerkraut. Wie der Name schon sagt, schmeckt es sauer, aber auch schön salzig. Sauerkraut ist sicherlich eines der bekanntesten deutschen Nationalgerichte auf der Welt. Wir Deutschen sind so verrückt nach Sauerkraut, dass uns die Engländer im Zweiten Weltkrieg den Spitznamen Krauts gegeben haben. Aber wir sind verrückt danach. Immerhin ist es das beste Essen überhaupt. Doch Sauerkraut ist nicht von Anfang an Sauerkraut. Bei der Speise handelt es sich um einfachen Weißkohl, der durch Säurebakterien konserviert wird. Es ist sehr schwierig, ihn selbst herzustellen. Deshalb kann man ihn im Supermarkt kaufen, aber zum Beispiel auch am Bauernmarkt. Heute hole ich meinen beim Markt und werde ihn für meine ganze Familie kochen, denn alle lieben Sauerkraut so sehr wie ich. Es gibt dazu Rauchfleisch und Knödel. Das Rauchfleisch habe ich auch auf dem Bauernmarkt gekauft. Die Knödel mache ich selbstverständlich selbst. Das wird ein Genuss. Schließlich versammelt sich meine ganze große Familie bei mir zu Hause. Voller Stolz serviere ich ihnen das Essen. Allen schmeckt es köstlich. Außer meiner kleinen Cousine, die das Sauerkraut auf ihrem Teller ignoriert. »Was ist denn los?« frage ich sie schließlich. »Tut mir leid, aber ich hasse Sauerkraut.« Tja, scheinbar mag doch nicht jeder Deutsche Sauerkraut. Mediendiät. Martina hat beschlossen, etwas Neues auszuprobieren. In letzter Zeit fühlt sie sich immer unwohl, wenn sie eine Zeitung öffnet oder den Fernseher anmacht. Immer gibt es nur schlechte Nachrichten. Das macht Martina müde und manchmal sogar traurig. Deshalb macht sie jetzt eine Mediendiät. Sie wird 2 ganze Wochen keine Medien konsumieren. Das bedeutet für sie kein Radio, kein Social Media, keine Zeitung, kein Fernsehen und am besten gar kein Internet. Aber das ist leichter gesagt als getan. Wie soll sie sich nur ablenken? Ständig will sie auf ihr Handy schauen, aber da gibt es ohne Internet nicht viel zu tun. Das Arbeiten am Computer macht es ihr auch nicht leichter. Sollte sie nicht einmal auf Facebook schauen? Sicher nicht. Die ersten Tage sind sehr schwierig. Martina ist oft langweilig, aber sie trifft sich mit vielen Freunden. Das macht auch richtig Spaß. Am Abend liest sie eine Liebesgeschichte oder malt. Manchmal setzt sie sich sogar an ihren Schreibtisch und schreibt Tagebuch. Am Wochenende fährt sie mit ihren Freunden auf eine Berghütte.
Sie gehen wandern und essen fein. Niemand schaut auf das Handy. Danach fällt ihr auf, dass es ihr viel besser geht. Martina hat immer mehr und mehr Energie und die Medien fehlen ihr gar nicht mehr. Nach 2 Wochen beschließt sie aber, sie wieder in ihren Alltag zu integrieren. Allerdings viel weniger als zuvor. Das wird ein schönes Leben. Ein Wandertag. Heute gehe ich mit meinen 2 besten Freunden wandern. Wandern ist in Deutschland ein Sport, der von sehr vielen gerne betrieben wird. Man kann dabei frische Luft schnappen und die Natur genießen. Vor allem in den Alpen macht das Wandern viel Spaß. Dort gibt es die höchsten Berge in ganz Deutschland. Genau deshalb besteigen meine Freunde und ich heute einen Berg in Bayern. Bevor wir aufbrechen, ziehen wir uns unsere Wanderschuhe an und packen unsere Rucksäcke fertig. Dann brechen wir endlich auf. Zuerst gehen wir lange im Wald spazieren. Der Weg ist zuerst nicht sehr anstrengend, doch plötzlich wird er sehr steil. Schnell bin ich außer Atem und immer wieder müssen wir eine Pause machen. Doch da gibt es eine große Überraschung. Der Wald lichtet sich und vor uns liegt ein dunkelblauer Bergsee. Er ist wunderschön. Wir setzen uns hin und machen eine Essenspause. Es gibt Brot mit Käse, Würstchen und Tomaten. Als Nachspeise beiße ich noch in meinen roten Apfel. Eigentlich wollten wir dem Wanderweg noch weiter folgen, doch wir beschließen, den See noch länger zu genießen. Wir legen uns auf die Wiese und lassen uns die Sonne auf die Nase scheinen. Dann gehen wir den Berg wieder hinunter. Irgendwie ist das viel weniger anstrengend als hinauf. Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist so dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Oh, Wir schauen raus am nächsten Morgen und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich will nie wieder aufstehen, denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt.
Wir liegen zusammen auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Biergarten. Heute gehe ich mit meinen Freunden in den Biergarten. Dort kann man sich gemütlich unter Bäume setzen und ein Bier genießen. Als ich dort ankomme, sehe ich, dass der Biergarten riesig ist. Es ist ein großer Garten und da stehen viele Tische und Bänke aus Holz. Es ist schwierig, meine Freunde zu finden, doch schließlich setze ich mich zu ihnen. Sie haben sich bereits Bier bestellt. Einige haben sich auch Essen mitgenommen. Paul hat einen Salat mit Gurken dabei und Sigrid eine Tupperdose mit Bulgur und Gemüse. In den meisten Biergärten darf man auch mitgebrachtes Essen essen. Auch ich bin hungrig und beschließe, mir Essen und Bier an der Schenke zu kaufen. Ich stehe auf und gehe an die Bar. Dort bestelle ich mir eine Brezel mit Butter und Schnittlauch und einen Kartoffelsalat. Und natürlich eine große Maß Bier. Eine Maß ist eine Bezeichnung für einen 1 Liter Krug mit Bier. Ich trage alles zurück an unseren Tisch. Meine Freunde und ich haben sehr viel Spaß. Es ist ein warmer Tag und das Bier schmeckt köstlich. Ein anderer Freund hat sich noch eine Schweinshaxe bestellt und jetzt essen wir alle zusammen. Das ist ein wunderschöner, typischer Tag in Bayern. FKK-Strand. Unglaublich, das ist unglaublich, flüsterte ich zu meinen Freunden. Heute ist es richtig heiß, deshalb sind wir wieder zum See gefahren. Doch dieses Mal sind wir zu einem anderen Strand gegangen als sonst. Dieses Mal wollten mir meine Freunde etwas Neues zeigen. Ich sehe so viel nackte Haut wie noch nie in meinem Leben, denn niemand trägt hier einen Bikini oder eine Badehose. Die Menschen liegen nackt auf ihren Handtüchern, essen nackt Pommes und gehen nackt baden. Meine deutschen Freunde erklären mir, dass das hier ein FKK-Strand ist. FKK bedeutet freie Körperkultur. Und diese Art von Strände sind in Deutschland sehr beliebt. Jeder hier darf nackt sein. Meine Freunde sagen mir, dass ich mich nun auch besser ausziehen sollte. Zuerst fühle ich mich sehr unwohl. Ich sitze die ganze Zeit mit einem Handtuch herum, damit mich niemand nackt sieht.
Meine Freunde erklären mir, dass es bei der freien Körperkultur darum geht, sich frei zu fühlen und auch darum, dass der Körper kein Tabuthema sein sollte und man sich im eigenen wohlfühlen sollte. Das verstehe ich und langsam verstehe ich auch das Nacktsein und ziehe mich letztendlich aus. Am Ende des Tages muss ich lachen. Es war eigenartig für mich, aber auch eine wichtige Erfahrung. Ich werde sicher öfters den FKK-Strand besuchen, bis ich mich in meinem Körper richtig wohlfühle. Die Deutschen tun das anscheinend schon. Vegane Ernährung. Martin lebt bereits seit 3 Jahren vegan. Das bedeutet, dass er keine tierischen Produkte isst, kein Fleisch, keinen Käse und keine Eier. Immer wieder muss Martin lachen, wenn ihn Leute fragen, ob er nur mehr Salat essen kann. Für ihn ist die vegane Ernährung keine Einschränkung. Es gibt nichts Besseres als ein Gemüsecurry mit Linsen als Hauptspeise oder einen Obst-Schokolade-Shake als Dessert. Vor allem seine Oma ist immer wieder erschrocken. »Das kann doch nicht gesund sein«, fragt sie oft. Seitdem Martin vegan ist, fühlt er sich aber viel fitter als vorher. Er ist nach dem Essen nicht mehr müde, hat mehr Energie und seine Blutwerte sind perfekt. Nur Vitamin B12 muss er als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das sollten aber auch die meisten Nicht-Veganer. Und warum verzichtet Martin auf Fleisch und Fisch? Dafür gibt es viele Gründe. Er liebt Tiere und will nicht, dass es ihnen schlecht geht. Andererseits ist es auch für die Umwelt besser, auf Fleischkonsum zu verzichten. Letzte Woche hat Martin ein veganes Festmahl für seine Oma zubereitet. Es hat ihr so gut geschmeckt, dass ihr Enkelsohn nun öfters für sie vegan kochen muss. Weltreisen. Eigentlich stamme ich aus den USA, doch schon seit fast einem Jahr ist die Welt mein Zuhause. Vor 2 Jahren habe ich mich dazu entschlossen, eine Weltreise zu machen. Danach musste ich so viel planen. Die meisten Menschen denken, dass man eine Weltreise einfach so starten kann. Doch davor gibt es so viel zu tun. Wo habe ich inzwischen mein offizielles Zuhause? Geht das überhaupt alles mit dem Visum? Schaffe ich das mit dem Geld? Die Reise ging los. Besonders lange habe ich in Südamerika Zeit verbracht. Die Menschen dort sind sehr gastfreundlich, obwohl die südamerikanische Kultur manchmal ganz anders ist als die amerikanische, habe ich heute meinen ersten Kulturschock gehabt. Heute bin ich nämlich mit dem Schiff in Europa in Hamburg angekommen. Ich habe mir immer gedacht, Europa ist doch gleich wie die USA. Doch ich habe nicht damit gerechnet, dass die Deutschen niemals lächeln. Es muss wohl das kalte Wetter sein. Aber schon nach 3 Stunden in Hamburg ändere ich meine Meinung. Die Stadt ist wunderschön und alle Welt half mir, um den Weg zu meiner Unterkunft zu finden. Außerdem ist die Stadt so bunt. Überall sind atemberaubende Graffitis zu sehen. Doch das Beste, ich habe gerade eine Currywurst probiert. Der Himmel auf Erden. Ich glaube, hier wird es mir gefallen.
Mülltrennung und Recycling in Deutschland. Ich habe sehr viele Mülleimer in meinem Haus und auch viele andere Deutsche haben so viele Mülleimer wie ich. Deshalb nennt man uns manchmal auch die Recycling-Weltmeister. Ich habe einen Mülleimer für Kunststoff, einen für Papier, einen für Biomüll, einen für Glas und einen für Restmüll. Alle paar Wochen wird der Müll abgeholt. Das Trennen des Mülls ist mir sehr wichtig. In Deutschland wird ein Großteil des getrennten Mülls recycelt. Das bedeutet, dass der Müll gereinigt und wiederverwendet wird. Doch leider wird auch viel nicht recycelt. Der Plastikmüll wird häufig auch verbrannt. Das ist ein Problem und sehr schade. Außerdem gibt es in Deutschland auch Pfand. Dieser gilt auf alle Getränkeflaschen und Getränkedosen. Das funktioniert so. Nachdem man das Getränk ausgetrunken hat, bringt man das Material wieder zurück in den Supermarkt. Dort werden einem 25 Cent pro Flasche oder Dose erstattet. Mülltrennung und Recycling sind sehr wichtig für unsere Umwelt. Durch Recycling wird weniger Material produziert und wir sparen uns Ressourcen. Gewissenhafte Müllentsorgung sorgt dafür, dass es immer weniger Müll in unserer Umwelt gibt. Vor allem Plastikreste im Wald oder im Meer sind ein großes Problem, das wir durch Mülltrennung und Recycling vermindern können. Gesunde Ernährung. Was ist eine gesunde Ernährung? Das ist nicht so leicht zu sagen, denn das ist für jeden Menschen ein bisschen anders. Aber eines ist klar: Gemüse und Obst ist für die meisten Leute sehr gesund. Sie haben viele verschiedene Vitamine. Bei jedem Essen sollte man mindestens eine Handvoll Gemüse essen. Zwischen den Mahlzeiten darfst du dann Obst essen. Aber Gemüse und Obst allein sind nicht gesund. Sie geben dir nicht viel Energie. Deswegen brauchst du auch Kohlenhydrate. Bei vielen Diäten sind Kohlenhydrate verboten. Doch das ist für den Körper nicht gut, denn die Kohlenhydrate geben ihm Energie. Es gibt auch gesunde und weniger gesunde Kohlenhydrate. Vollkornreis, Quinoa und Kartoffeln sind gesünder als Weißbrot oder normale Nudeln. Es gibt noch andere sehr wichtige Stoffe für den Körper, wie zum Beispiel Proteine. Wir wissen auch, dass Zucker und zu viel Fett ungesund für uns sind. Pass auf! Viele Fertigprodukte beinhalten zu viel Zucker und Fett. Aber warum ist eine gesunde Ernährung überhaupt wichtig? Da gibt es viele Gründe. Unser Körper braucht Vitamine und Energie, um zu funktionieren. Wenn du zu wenig Vitamine isst, kannst du sehr müde werden. Wenn du dich gesund ernährst, ist dein Immunsystem stärker. Denke immer daran, die Mischung ist wichtig. Wenn du manchmal Zucker isst, dann ist das auch okay und nicht gleich ungesund. Du solltest immer darauf achten, viele unterschiedliche Sachen zu essen. Billig verreisen. Manuel ist der König darin, billig zu verreisen. Er liebt Urlaub, doch als Student hat er nur wenig Geld dafür.
Auch heute fährt er wieder mit seinem Freund Christian nach Italien. Im Gepäck haben sie ein Zelt und ihre Fahrräder. Nach Italien fahren sie mit dem Zug. Das dauert zwar länger, aber sie können ihre Fahrräder mitnehmen. Sie haben ihre Tickets schon lang gekauft. Je früher man sie bucht, umso billiger ist es auch. Die beiden Freunde verbringen die Nacht im Zug, aber nicht im Schlafwaggon. Sie schlafen im Sitzen. In Italien angekommen, holen sie sich ihre Fahrräder und fahren mit ihnen an den Strand. Dort suchen sie einen Campingplatz, der billig ist. Das ist manchmal gar nicht so leicht, aber heute haben sie Glück. Er ist auch noch wunderschön. Heute Nacht schlafen sie zwischen Olivenbäumen und schauen auf das Meer. Den Nachmittag verbringen sie damit, im Meer zu schnorcheln und sich zu sonnen. Manuel und Christian haben auch einen Gaskocher mit. Mit ihren Rädern fahren sie in einen Supermarkt und kaufen sich köstliche italienische Zutaten. Ihr Essen kochen sie dann direkt während des Sonnenuntergangs am Strand. Das ist nicht nur abenteuerlich und gemütlich, sondern spart auch Geld. Morgen fahren sie in eine Stadt, die sich in der Nähe befindet. Vielleicht essen sie dann auch ausnahmsweise einmal im Restaurant. Das ist nicht nur ein billiger, sondern vor allem auch ein perfekter Urlaub für Manuel. Pünktlichkeit. Heute gebe ich eine Dinnerparty. Ich habe 4 Freunde eingeladen, die sich nicht kennen. Das wird lustig. Die kleine Feier beginnt um 19:30 Uhr. Ich gebe gerade das Fleisch in den Ofen, als es an der Tür klingelt. Nanu, es ist doch erst 19:20 Uhr. Ich gehe zur Tür und es ist mein Freund Christoph. Keine 2 Minuten später läutet es noch einmal. Jetzt kommt Nico. Die sind aber beide schon früh da. Ich gebe ihnen bei der Wohnungstür gleich eine Flasche Bier in die Hand. Eigentlich hätte ich mir das schon vorher denken können. Deutsche sind nämlich oft so pünktlich, dass sie zu früh kommen. Das ist Ehrensache. Wer in Deutschland zu spät kommt, der sagt dem Wartenden: Du bist mir meine Zeit nicht wert. Manchmal frage ich mich aber, ob es bei einer Einladung nicht auch unhöflich ist, zu früh zu kommen. Ich musste meine Vorbereitungen unterbrechen. Anna klingelt um Punkt 19:30 Uhr. Perfekt. Pünktlich, aber nicht zu früh. Wir setzen uns alle an den Tisch und ich gebe meinen Gästen Grissini umwickelt mit Prosciutto. Doch wo bleibt nur Luigi? Meine Gäste beschweren sich, dass sie Hunger haben. Um 19:50 Uhr klingelt es schließlich an der Tür. Und Luigi fühlt sich nicht, als wäre er zu spät. Klar, der einzige Nicht-Deutsche kommt zu spät. Ich kenn dich von Kopf bis Fuß. Keine weiß so viel über dich. Ich liebe dich genau wie Gott dich schuf. Denn für mich bist du einzigartig. Jemanden wie dich gibt es nicht nochmal. Du hebst dich von all den anderen ab. Du bist so liebevoll und auch loyal. Du bist mein vierblättriges Kleeblatt. Und wenn ich in deine Augen seh, dann werd ich ein bisschen schwach.
Du ziehst mich so sehr an wie ein Magnet, wie du strahlst und wie du lachst. Ich will nie wieder weg von hier, denn ich gehör zu dir, 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 ich gehör zu dir. Und die Art, wie du mich so ansiehst, macht meine Knie weich und schwach. Ich weiß nicht ganz, wie mir geschieht. Du bist mein vierblättriges Kleeblatt. Und wenn ich in deine Augen sehe, dann werd ich ein bisschen schwach. Du ziehst mich so sehr an wie ein Magnet, wie du strahlst und wie du lachst. Ich will nie wieder weg von hier, denn ich gehör zu dir, 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 ich gehör zu dir. Wenn ich in deine Augen sehe, machst du mich ganz schwach. Du ziehst mich an wie ein Magnet, wie du strahlst und wie du lachst. Ich will nie wieder weg von hier, ich will nie wieder weg, ich will nie wieder weg von hier, denn ich gehör zu dir, ich gehör zu dir, ich gehör zu dir, ich gehör zu dir, oh, ich gehör zu dir, ich gehör zu dir, ich gehör zu dir. Wochenmarkt. Jeden Samstag gehe ich auf den Wochenmarkt. Heute treffe ich mich mit einer Freundin dort. Es ist ein warmer Sommermorgen. Obwohl es noch früh ist am Markt schon viel los. Ich schaue mir die Verkaufsstände an. Bauern aus der Umgebung verkaufen hier ihre Lebensmittel. Es gibt jede Art von saisonalem Gemüse, Milchprodukte, Eier, Fleisch und sogar Süßspeisen. Wie immer will ich sofort alles kaufen. Da höre ich plötzlich jemanden „Hi" rufen. Es ist meine Freundin Annika. Ich war noch gar nie auf diesem Wochenmarkt, sagt sie mir gleich bei unserer Begrüßung. Er ist immer nur samstags, erkläre ich ihr, und sie haben das beste Gemüse auf der gesamten Welt. Wochenmärkte haben ihren Namen, weil die meisten einmal in der Woche aufmachen. Sie finden meistens draußen statt und jeder Bauer hat seinen eigenen Stand. Zusammen gehen Annika und ich durch den Markt. An einem Stand sieht das Gemüse besonders gut aus. Zum Wochenmarkt nehme ich immer einen Korb mit, in den ich alles hineinlege. Dann brauche ich keine Verpackungen. Wir sagen dem Bauern am Stand, was wir gerne hätten. Gurken, Tomaten und Paprika. Er gibt es uns. Dann kaufen wir auch noch Frischkäse, Eier und sogar noch duftendes Schwarzbrot. Jetzt machen wir nur noch eines: bei unserem Brunch alles gleich wieder aufessen.
Blutwurst. Schon seit 7 Jahren wohnt Jonas nicht mehr zu Hause und seitdem hat sich viel geändert. Doch einmal im Jahr fühlt es sich so an, als wäre alles wie früher. Dann treffen sich seine 3 Geschwister und er bei seinen Eltern und sie kochen alle zusammen. Laut drehen sie die Musik auf und stellen sich alle gemeinsam in die Küche. Die meisten trinken allerdings nur Wein und schauen zu, wie die restlichen kochen. Und jedes Jahr gibt es das gleiche Essen: Bratkartoffeln, Sauerkraut und einen ganz besonderen Leckerbissen: Blutwurst. Die Blutwurst ist eine traditionelle Wurst im deutschsprachigen Raum. Wie der Name es bereits sagt, besteht sie zu einem großen Teil aus Schweineblut. Für viele Menschen, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind, hört sich das eklig an. Doch das ist es nicht. Jonas könnte sich kein köstlicheres Essen vorstellen. Typischerweise wird sie mit Sauerkraut gegessen. Die Blutwurst besitzt einen sehr intensiven Geschmack, eine andere Konsistenz als die meisten Würste und hat eine sehr dunkle Farbe. Es riecht schon lecker im Haus und Jonas kann es nicht mehr erwarten, sich endlich an den Tisch zu setzen. Und dann geht es los. Er beißt von der Blutwurst ab und sie schmeckt nach Kindheit und nach Glück. Jetlag. Mein Bruder, mein Papa und ich haben die letzten Wochen bei unseren Verwandten in Südamerika verbracht. Jedes Mal, wenn wir nach Kolumbien fliegen, würde ich gerne länger bleiben. Doch das ist nicht nur der Fall, weil ich gerne dort bin. Vor allem habe ich Angst vor dem Jetlag. Wenn ich in den Osten fliege, habe ich kein Problem damit. Doch wenn ich in den Westen fliege, macht mir der Jetlag mein Leben schwer. Dieses Mal habe ich strikte Regeln, die mir helfen sollen, keinen Jetlag zu bekommen. 3 Tage vor dem Abflug gehe ich bereits früher schlafen. Einen weiteren Tipp habe ich gelesen. Im Flugzeug soll man viele Kohlenhydrate essen, da man dadurch müder wird. Zu Hause angekommen, kann ich am Abend natürlich nicht schlafen. Erst um 4 Uhr in der Früh mache ich meine Augen zu. Die nächsten 3 Tage verbringe ich draußen in der Sonne. Das soll die Produktion des Schlafhormons regulieren. Meinem Bruder geht es schon wieder perfekt. Und als ich am 5. Morgen übermüdet die Treppe hinuntergehe, begrüßt mich mein Vater mit den Worten: Ich bin gestern um 11 Uhr eingeschlafen. Das gibt's doch nicht. Warum passiert das immer mir? Aber so sehr ich mich jetzt auch ärgere, ich weiß genau, dass ich wieder meine Familie in Kolumbien besuchen werde. Mitternachtssonne in Norwegen. Gestern sind meine Freunde und ich in München ins Flugzeug gestiegen und wir sind bis hoch in den Norden von Norwegen geflogen. Als wir angekommen sind, war es bereits 10 Uhr abends, doch die Sonne hat noch immer hell am Himmel geschienen. Das war einer der Gründe, weshalb ich unbedingt in den Norden wollte: die Mitternachtssonne. In der Nähe des Polarkreises geht die Sonne im Sommer niemals unter. Ich habe mir das sehr spannend vorgestellt, denn ich liebe die Sonne. Sie macht mich einfach glücklich. Doch dann kam alles anders und ich kann euch sagen, jetzt hasse ich die Mitternachtssonne. Müde kamen wir in unserem Hotelzimmer an. Wir duschten uns, putzten uns die Zähne und fielen in unsere Betten. Ich war sehr erschöpft von der Reise und wollte nur schlafen,
Aber unser Hotelzimmer hatte keinen Vorhang. Die gesamte Nacht hat mir die Sonne in mein Gesicht geschienen. Keine Minute konnte ich schlafen. Jetzt fühle ich mich wie ein Zombie. Meine Freunde haben geschlafen wie Babys und sind supergut drauf. Doch heute schlafen wir in einem anderen Hotel und es gibt einen Vorhang. Die nächsten Tage des Urlaubs schließe ich schnell Frieden mit der Mitternachtssonne. Es ist einfach wunderbar, wenn man um 1 Uhr morgens noch wandern gehen kann, um vor den Touristen zu fliehen. Ach, ich liebe die Mitternachtssonne. Nickerchen. Magdalena liebt Nickerchen. Fast jeden Tag macht sie eines, wenn sie von der Uni nach Hause kommt. Dann legt sie sich auf ihre rote Couch, zieht die weiche Decke bis über beide Ohren und nimmt ihr Plüschschaf in den Arm. Es dauert nicht lange, bis sie einschläft. Aber es gibt eine Regel, die Magdalena bei ihrem Nickerchen immer befolgt. Es darf niemals länger als 20 Minuten sein. Wenn man länger schläft, dann ist man müder als vorher. Auch heute bereitet sich Magdalena auf ihr Nickerchen vor. Sie stellt den Wecker auf ihrem Handy ein. Doch heute ist etwas anders als sonst. Die junge Frau kann einfach nicht einschlafen. Als der Wecker nach 25 Minuten läutet, schaltet sie ihn einfach aus. Ein fataler Fehler. 1,5 Stunden später erwacht sie aus ihrem Schlaf. Geschockt blickt sie auf die Uhr. 17:48 Uhr. Magdalena hat keine Ahnung, was geschehen ist. Hatte sie etwa den ganzen Tag durchgeschlafen? Sie kann sich nicht mehr erinnern. Sofort springt sie von ihrer Couch auf, aber normalerweise schläft sie doch nicht auf ihrem Sofa. Plötzlich kann sich Magdalena wieder an alles erinnern. Sie hat doch nicht den ganzen Vormittag durchgeschlafen, sie hat ein zu langes Nickerchen gemacht. Den ganzen restlichen Tag ist sie todmüde. Kirchliche Hochzeit. Heute findet die Hochzeit meiner besten Freundin Margit statt und ich bin schon sehr aufgeregt. Denn heute bin ich nicht nur die beste Freundin, ich bin auch die Trauzeugin. Schon sehr früh komme ich zu Margits Haus und bin die ganze Zeit an ihrer Seite. Zusammen ziehen wir uns an und schminken uns. Endlich ist es soweit und wir können gemeinsam zur Kirche fahren. Margit und ihr Mann Joachim haben schon vor einem Jahr standesamtlich geheiratet. Doch erst heute findet die kirchliche Hochzeit statt. Als wir bei der Kirche ankommen, sieht sich das Brautpaar das erste Mal an diesem Tag. Beide sind begeistert vom Aussehen des anderen. Zusammen begrüßen sie ihre Gäste und schließlich betreten alle zusammen die Kirche. Der Trauzeuge von Joachim und ich sitzen ganz vorne beim Brautpaar. Der Pfarrer liest nicht nur viele Sätze aus der Bibel vor, sondern erzählt auch Persönliches über Joachim und Margit. Außerdem lesen einige Freunde Fürbitten vor, die sie dem Brautpaar wünschen. Am Ende der Zeremonie geben sie sich das kirchliche Versprechen und tauschen die Ringe aus. Die Trauzeugen sind dazu da, um die Hochzeit zu bezeugen, und auch wir müssen das Versprechen abgeben, das Ehepaar immer zu unterstützen. Schließlich gehen alle glücklich aus der Kirche und beglückwünschen das Brautpaar. Nun kommt der lustige Teil, die Feier mit Musik
und hervorragendem Essen findet in einem großen Gasthaus in der Nähe statt. Massentierhaltung. Auf der Erde gibt es ungefähr 23 Milliarden Hühner und die meisten von ihnen leben in einer Massentierhaltung. Das bedeutet, dass Tiere in einem Großbetrieb, in dem viel Technik benutzt wird, untergebracht sind. Die Massentierhaltung kann zur Produktion von Fleisch, aber auch von anderen tierischen Produkten wie Milch genutzt werden. Meist betrifft die Massentierhaltung Kühe, Schweine und Hühner. Sie kann aber auch bei allen anderen Tierarten vorkommen. Den Tieren in der Massentierhaltung geht es nicht gut. Sie haben sehr wenig Platz und können sich nicht bewegen. Auch haben die Tiere meistens keinen Kontakt mit der Sonne, die lebenswichtig für sie ist. Durch diese Umstände werden sie krank. Deshalb bekommen sie Antibiotika. Wenn wir diese Tierprodukte essen, essen wir auch die Antibiotika, was sehr schlecht für unsere Gesundheit ist. Sehr oft leiden die Tiere in Massenhaltungen sehr. Aber wenn Massentierhaltung so schlecht ist, warum gibt es sie denn überhaupt? Das ist einfach. Mit Massentierhaltung kann man viel Geld machen. Man braucht weniger Ressourcen als bei der Biohaltung von Tieren. Deshalb kann man diese Tierprodukte im Supermarkt billiger verkaufen als gesunde Alternativen. Man sollte kein Fleisch aus Massentierhaltung kaufen. Du bist so wild wie das Meer, so stürmisch wie der Wind. Du bist einfach unglaublich und manchmal wie ein Kind. Du bist wie ein Regenbogen, so facettenreich. Manchmal wie Blitz und Donner und an der Sonne gleich. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du, jetzt mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Du bist das Salz in meiner Suppe, wie Paprika so scharf. Du bist süß wie Schokolade, manchmal bitter, manchmal zart. Du bist manchmal wie ein Kaktus, fährst deine Stacheln aus. Doch auch das lieb ich an dir, denn das macht dich eben aus. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du, jetzt mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Deutsch lernen durch Hören.